Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und die ersten zwei wichtigsten Informationen gleich mal zuerst. Und zwar die erste ist, am Donnerstag um 18 Uhr gibt es von mir mal wieder einen Livestream hier auf YouTube. Ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Da werden wir ganz gechillt und entspannt eine Runde Shakes and Fidget Livestreamen und nebenbei ein bisschen chatten, bisschen Smalltalken und ja, das ist die erste Information. Also am Donnerstag, der jetzt kommt, um 18 Uhr gibt es mal wieder einen Livestream. Die zweite Information, die auch noch wichtiger ist als der Livestream, ist am Freitag, diesen Freitag, also einen Tag nach dem Livestream, am Freitag findet eine kleine Fragerunde statt. Ja, und zwar in Zusammenarbeit mit dem Hunrizzle. Ja, und wie wird das Ganze ablaufen? Wir werden auf dem Discord-Server von Hunrizzle, ganz wichtig von Hunrizzle, nicht auf meinem Discord, sondern auf dem Discord-Server von Hunrizzle wird das Ganze stattfinden. Dort werden wir euch einladen und ja, einladen, um auf diesen Server zu joinen. Und am Freitag um 18 Uhr war es, glaube ich, gewesen. Am Freitag um 18 Uhr könnt ihr uns dann Fragen stellen und das Ganze live. Ja? Der Hunrizzle wird dabei nebenbei streamen und ich werde das Ganze als YouTube-Video aufnehmen. Und ich glaube, Hunrizzle wird, glaube ich, auch noch ein Best-of oder sowas hochladen. Ja, das weiß ich nicht ganz genau. Der gute Hunrizzle wird, denke ich mal, heute auch dazu ein Video hochladen. Ich habe allerdings den Link noch nicht. Ja, kann sein, dass ich ihn in der Zwischenzeit erhalten habe. Wenn ja, packe ich ihn in die Videobeschreibung. Wenn nicht, müsst ihr da so auf den Kanal rübergehen. Aber ja, da bitte ich euch bis Freitag, wenn ihr dazu Lust habt oder wenn ihr euch das traut oder so, oder immer Fragen gehabt habt, die ihr uns persönlich stellen wolltet, dann überlegt euch die Fragen bis Freitag um 18 Uhr. Dann werden wir in den Channel vom Hunrizzle gehen, in den, Discord-Server. Und dann seid ihr da dann quasi in so einer Art Wartelobby. Und dann werden wir euch dann nach und nach immer zu uns ziehen. Und dann habt ihr halt ja eine bestimmte Zeit, die ihr dann oder eine bestimmte Frage oder irgendwas, was ihr uns schon immer sagen wolltet, persönlich mal, habt ihr denn dafür Zeit, uns denn in einer Minute oder so, sagen wir mal, diese Frage zu stellen. Wir antworten drauf und dann kommt der nächste ran. Ja? Also wie gesagt, am Freitag um 18 Uhr, bis dahin habt ihr Zeit, euch Fragen oder irgendwelche Sachen zu überlegen, die ihr uns schon immer sagen oder fragen wolltet. Und ja, das Ganze auf dem Hunrizzle Discord. Der Link dazu ist auch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch auf dem Server von Hunrizzle joinen. Und ja, bis Freitag habt ihr dann Zeit, euch eine Frage dafür zu überlegen. Ja, wie gesagt, das Ganze wird dann als Video bei mir erscheinen und Hunrizzle wird das Ganze nebenbei live streamen. Ja, gut, ich denke mal, es ist eine ganz coole Sache. Wird hoffentlich einige von euch freuen. Ja, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, aber hatten wir uns mal so überlegt, ist vielleicht eine ganz coole Angelegenheit. Ja, so viel erstmal zu den wichtigsten Informationen, die jetzt die Tage kommen werden. Donnerstag um 18 Uhr Livestream von mir auf YouTube und am Freitag gibt es eine Fragerunde auf dem Hunrizzle Discord Server mit mir und Hunrizzle. Ja, das sind auf jeden Fall die Informationen. Und dann wollte ich nochmal ein, zwei Sachen zum Gewinnspiel sagen. Wie gesagt, morgen ist ja das nächste für die Mitglieder. Und ja, gestern war ja die Auslosung. Und ja, da hatte ja der Michi, der Echte, hatte da ja gewonnen. Und auf einmal bekam ich dann nicht nur eine Michi, der Echte, ja, Anschrift, sondern dann kam gleich 4, 5 Mal Michi der Echte. Also es gibt so viele echte Michis, das hätte ich gar nicht gedacht. Also ja, um es klar und deutlich zu sagen, es gab einige Fake-Accounts, die sich extra dafür erstellt worden sind, um dem originalen Michi, den echten, den allerechten, den Code tatsächlich wegzustibitzen. Ja, so dreist muss man erstmal sein, dass man sich als er ausgibt, einen Account erstellt und mich auf Instagram anschreibt, nur
und dann mir noch vorheuchelt, ja, ich bin so happy, dass ich den Code gewonnen habe. Hier der Beweis, ja, nur um den armen Michi denn den Code wegzustibitzen. Das finde ich ganz schön arm. Und deswegen musste ich mir da noch eine ja, andere Methode einfallen lassen, damit ich das Ganze überprüfen kann, weil wie gesagt, es kann nicht viel Michis der Echte geben, so, ne, ist klar. Und ja, also beim nächsten Mal braucht ihr das gar nicht versuchen. Ich werde auf jeden Fall das Original rausfinden, und zwar dadurch, dass ihr ja mir, wie gesagt, erstmal ein Bild schicken müsst von eurem Account, ja, euren Accountdaten, dass ihr das seid. Und dann die zweite Sicherheitsüberprüfung ist, dass ihr unter den Originalkommentar, ja, in dem Fall jetzt bei Michi, eine Zahl schreibt. Ja, ich habe den Leuten, ich verrate das jetzt, aber sie können halt nichts dagegen machen. Es ist halt ja, sicher, dass es safe ist so. Ich habe allen 4 Accounts verschiedene Nummern gesagt, die sie unter dem Kommentar, der gewonnen hat, antworten müssen. Ja, dann habe ich die verschiedenen Nummern gehabt mit den verschiedenen Accounts. Dann konnte ich mir die verschiedenen Accounts ansehen, konnte mir das Original ansehen. Und ja, das ist erstmal noch die weitere Überprüfung. Und dann hatte ich vorher, und jetzt kommt der Punkt, wo ihr halt gar nichts gegen machen könnt, da könnt ihr noch so viel Photoshoppen oder sonst irgendwie eure Bilder bearbeiten, dass ihr die echten seid. Nachdem ich die Nummern ausgewertet habe und die Accounts zugeordnet habe dadurch, hatte ich mir vorher, bevor ich das Video hochgeladen habe, ja, also ihr wisst noch gar nicht, wer gewonnen hat, ich weiß es aber schon, mir den Account von dem Gewinner angeguckt, habe gesehen, an welchem Tag er sich den Kanal erstellt hat und konnte damit zuordnen, wer der eigentliche Gewinner ist, weil es waren nämlich Leute dabei, die komischerweise gestern erst ihren Kanal erstellt haben und das passt nicht zum Original. Und ab dem Punkt könnt ihr so viel Photoshoppen, wie ihr wollt. So werde ich immer das Original rausfinden, also braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass hier irgendjemand Falsches den Code bekommt. Dafür werde ich sorgen, dass der Code schon bei dem Richtigen landet. Und wie gesagt, ich finde es einfach nur kackendreist von den anderen Leuten, solche Aktionen durchzuziehen, um den anderen da ja, den gewonnenen Code da zu stibitzen. Also finde ich echt unter aller Kanone wie Magazine, aber naja, so viel dazu, es hat ja nicht geklappt. Ja? Und ich hatte auch noch mal gefragt gehabt, vielleicht will Michi das hier nochmal antworten, falls er das Video sehen sollte, kann ja sein. Ich hatte ihn mal gefragt gehabt, was da rauskam jetzt für einen Code, ja, also wie viele Pilze er bekommen hat, weil es auch einige interessiert hat, hatte ich bisher noch keine Antwort bekommen. Kann ja sein, dass er es irgendwie verpennt hat oder so, kann er ja dann nochmal hier runterschreiben, wie gesagt, falls er das sieht. Aber ja, das wollte ich nur auf jeden Fall nochmal loswerden, also es ist narrensicher, sag ich mal, dass der richtige Besitzer auch den Code bekommt, ja. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass bei dem Gewinnspiel irgendwelche Lücken irgendwie sind und der Code eventuell in falsche Hände geraten könnte, ja. Also da habe ich genug Methoden, um den richtigen Gewinner zu ermitteln. Ja, so viel sei schon mal gesagt. Wenn ihr gewinnt, dann habt ihr safe gewonnen und dafür werde ich halt dann sorgen. Ja, wie gesagt, das Ganze, weil da wurde ich auch nochmal darauf hingewiesen, was ist, wenn man nicht auf diesen 3 Plattformen unterwegs ist, was ja eigentlich, was ich mir eigentlich kaum vorstellen kann, weil wenn man nicht Discord hat, dann kann man sich einen Account erstellen und heutzutage hat eigentlich jeder Discord, dann hat man aber zumindest Instagram, wenn man das nicht hat, kann man sich da einen Account machen, ja, und ja, Twitter haben wahrscheinlich die wenigsten, habe ich aber auch noch mit reingenommen, weil halt, ja, weil umso mehr Methoden man hat, umso besser. Das sind 3 Wege, auf denen ihr mich erreichen könnt, ja, und das ist halt, ja, also mehr kann ich euch da auch nicht geben. Über Ingame-Nachrichten geht es nicht, weil da kann man keine Bilder verschicken und Bilder brauche ich nun mal als Beweise, ja, und das ist halt, ne, das ist das Einzige, wie ich euch da entgegenkommen kann. Ich kann euch ja nicht hier meine Handynummer schicken, WhatsApp, und dann schreibt ihr mir, ja, also so weit kommt es noch, ne? Das brauchen wir gar nicht irgendwie, solche Sachen brauchen wir gar nicht irgendwie starten. Ne? Das ist natürlich klar, dass sowas nicht passiert. Ne? Denke ich mal, ist auch hoffentlich verständlich, ja. Und ich denke mal, auf den 3 Wegen sollte man mich schon erreichen können. Ne? Also das ist, denke ich mal, Voraussetzung, weil anders geht es halt nicht. Ne? Anders, ja, weiß ich nicht, kann man so ein Gewinnspiel halt nicht durchsetzen, weil YouTube
hatte mal eine Postfunktion, also eine Nachrichtenfunktion, dass man User direkt per Privatnachricht anschreiben kann. Hat sie aber rausgenommen. Ja, also das ist halt nicht mehr aktuell. Das gab es früher mal. Leider haben sie das rausgenommen. Das wäre halt das Einfachste so, weil dann kann ich dem Original halt eine Privatnachricht über YouTube schicken so und kann ihm da halt alles entgegenkommen lassen. So gibt es halt auch keine Missverständnisse. Aber leider hat YouTube das mal vor einer Weile entfernt gehabt, das ganze Feature. Warum, weiß ich nicht, wurde wahrscheinlich, ich glaube, das war der Grund gewesen, dass es zu wenig genutzt worden ist oder so. Und was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, weil für solche Sachen ist das halt ideal. Ja, und deswegen muss man das halt leider auf solchen Umwegen jetzt regeln, aber ja, ich denke mal, das ist auch okay, so, ne, es ist auch in Ordnung. Ja, gut, viel gelabert auf jeden Fall, ne, bisschen Gameplay im Hintergrund war zu sehen, sind die ganzen Server mal hier so nebenbei durchgegangen. Die Informationen, die ich loswerden wollte, bin ich losgeworden, wie gesagt, in der Videobeschreibung ist der Link zum Discord-Server von Hunrizzle und da könnt ihr euch, wie gesagt, eine Frage oder was euch auf der Seele brennt, könnt ihr uns denn sagen und vorschlagen und ja, das Ganze wird dann halt auf dem Server stattfinden und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, das wird nice und das Ganze wird halt bei mir auch als Video erscheinen. Ihr könnt, also das Ganze wird per Voice stattfinden, ja, also ihr müsst dann halt mit uns reden, das ist die Voraussetzung, denke ich mal. Ich weiß nicht, Kamera muss nicht unbedingt sein, habe ich jetzt noch nicht genaue Informationen dazu, aber ich denke mal nicht, weil das ist zu viel verlangt. Ich denke mal, Voice wird voll und ganz ausreichen. Ja, was will man mehr? Kamera ist, denke ich mal, nicht nötig. Ja, deswegen, aber kann man natürlich, wenn man möchte, kann man natürlich auch mit Kamera joinen, das ist natürlich klar, ne? Hat man nochmal einen ganz anderen Bezug dann natürlich zu der Person, als wenn man sie jetzt nur in Voice hört, aber ist absolut nicht notwendig, ne? Gut, ich denke mal, jetzt bin ich wirklich alles losgeworden, was ich sagen wollte. War viel auf einmal in dem Video, aber ich denke mal, ist okay. Ja, und wie gesagt, am Donnerstag nochmal zum Wiederholen. 18 Uhr ist dann halt ein Livestream hier, ne? Von mir mal wieder seit langer Zeit. Aber wird auch mal wieder Zeit. Gut, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt alles behalten. Ja, es kommt einiges auf euch die Woche jetzt zu. Am Mittwoch kommt auch noch ein sehr geiles Video, worauf ich mich auch schon freuen werde. Das ist nice auf jeden Fall. Und am Dienstag, also morgen, ist ja dann schon die nächste Auslosung, der nächste Gewinncode findet da dann statt für die Mitglieder. Also die Woche ist vollgepackt mit geilen Sachen, auf jeden Fall, ne? Und es ist nicht mal irgendwie ein Event in Shakes and Fidget oder so. Wir machen hier unsere eigene Eventwoche. Das ist doch nice, oder? Gut, das war's soweit. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.